Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ja, ich weiß, God of War Ragnarok ist schon längst draußen und die Leute zocken das wie wild. Aber was ist das nächstbeste God of War-like Spiel, was ihr in VR spielen könnt? Das ist nämlich Asgard's Wrath. Ein fast schon vergessener VR-Titel, weil er eben PC VR only ist, also und dann auch noch für die Oculus-Plattform, die quasi tot ist, also die PC-Plattform. Und das ist meiner Meinung nach eins der besten VR-Spiele überhaupt. Und ich möchte euch zeigen, wie einfach es doch ist, mit Virtual Desktop und der Pico 4 das Ganze zu spielen. Und danach möchte ich einfach mal reinschauen, weil ich habe das Spiel schon viel zu lange auf meiner Uhr, bisschen reingezockt, aber immer wieder Probleme gehabt. PC war nicht stark genug oder die Brillen, die ich hatte, waren nicht hundertprozentig kompatibel oder mein Streaming-Setup hat nicht gepasst. Aber jetzt funktioniert alles und ich möchte euch das zeigen. Ich befinde mich jetzt in der Pico 4, hier ganz normal in meiner Homebase und als allererstes starten wir Virtual Desktop, denn Virtual Desktop macht es uns möglich, Oculus-Spiele am PC auf unserer Pico 4 zu spielen. Um zu verstehen, wie Virtual Desktop funktioniert, habe ich da ein anderes Video zu gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Wir starten Virtual Desktop und befinden uns hier in dem Virtual Desktop Home Cinema. Bei euch könnte das anders aussehen. Ich habe das halt ausgewählt. Wir sehen, Virtual Desktop hat mein Desktop schon übernommen. Den brauchen wir jetzt aber nicht. Wir sehen, wir sind connected. Wir können hier ganz einfach unter Games, wenn ihr Asgard's Wrath installiert habt, dafür müsst ihr nämlich hier dieses Tool hier installiert haben, nämlich den Oculus, ja, der Oculus Explorer oder wie heißt der? Die Oculus Software einfach. Das ist die PC-Software für Oculus, also für die Meta-Spiele, die es für den PC gibt. Nicht zu verwechseln, weil das verwechseln viele. Ihr könnt damit nicht Quest 2 Spiele spielen. Nein, es geht um die, wie gesagt, schon fast längst vergessenen PC-VR-Titel, die Oculus 1 rausgebracht hat. Wir haben hier eine ganze Menge Titel eigentlich, die die Oculus-Plattform für den PC hat. Alle Quest 2 kompatibel, klar, wenn ihr den PC habt, aber ihr könnt die eben mit Virtual Desktop auch am PC nutzen. Und das ist erste Sahne. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht einen Oculus bzw. Facebook bzw. jetzt Meta-Account. Wenn ihr den schon habt, ist das super. Dann könnt ihr die vorhandenen Spiele benutzen oder eben ihr kauft euch welche. Dann habt ihr die hier, wenn alles vernünftig installiert wurde, in eurer Bibliothek. Ja, und normalerweise bräuchten wir, wie gesagt, die Oculus Quest 2, mit der ihr das dann nativ starten könnt. Aber dank Virtual Desktop gehen wir einfach zurück, haben wir hier im Games-Tab von Virtual Desktop all unsere Spiele hier in unserem Raster. Hier unten sind meine Steam-Games, hier die Handvoll installierten und ich glaube nicht nur die installierten. Eigentlich habe ich mehr. Naja, gut. Aber hier oben haben wir die Oculus Games. So Perlen wie Asgard's Wrath, Lone Echo, Moss gab es hier auch zuerst, gibt es aber auch für Steam. Und das ist auf jeden Fall super praktisch. Und um das zu starten, klicken wir einfach auf Oculus Games. Dann sehen wir gleich auch schon, dass das Spiel startet. Virtual Desktop wechselt dann automatisch in den VR-Modus. Ich habe hier, ihr seht mein System Overlay hier unten. Den solltet ihr jetzt auch sehen können. Und das Spiel startet ausgezeichnet. Ist natürlich ein recht hungriges Spiel. Also die Grafik ist anspruchsvoll bei dem Spiel. Da müsst ihr gucken, dass eure Einstellungen bei Virtual Desktop passen. Der Unterschied zu euren Steam VR Games ist, ihr habt nicht das Steam VR Menü. Ne? Normalerweise könnt ihr, wenn ihr Virtual Desktop benutzt, in eurem Steam VR Menü nochmal die Grafik einstellen, also die Auflösung. Das könnt ihr hier nicht. Das heißt, ihr müsst euch schon sicher sein, dass ihr hier bei Virtual Desktop eure Einstellung hier vernünftig vorgenommen habt. Zum Beispiel beim Streaming-Bereich habe ich jetzt auf High. Ich habe zwar eine 3080 Ti, aber da ich nebenbei aufnehme, habe ich das hier auf High gemacht, 3070 kompatibel quasi.
Dadurch sieht es auflösungstechnisch ein bisschen schwächer aus, aber das sollte für mich erstmal vollkommen ausreichend sein. Komm raus und kämpf! Großartig! Kommt, findet mich in Asgard! So, da wären wir im Spiel. Ich habe das Intro mal für euch geskippt, beziehungsweise vielleicht schneide ich da ein paar Aufnahmen rein. Ich habe das schon 1000-mal gesehen, habe das jetzt einfach mal über mich ergehen lassen. Also wie gesagt, ich habe die Auflösung hier schon runtergestellt und habe hier mein Overlay. Ich habe 72 FPS und will eigentlich ja 90 erreichen. Darum stelle ich die Auflösung hier noch ein bisschen runter tatsächlich. Müsst ihr gucken, was ihr einstellt. Macht ihr die Einstellung hier niedriger. Ich mag zum Beispiel Kantenglättung ganz gerne. Ich habe jetzt einfach mal... Ja... Machen wir mal Kantenglättung auf hoch. Auflösung auf 90. So ein gewisses Mittelding. Und damit werde ich jetzt dann halt auch spielen. Jetzt bin ich bei 82 FPS. Also 90 FPS ist mit Streaming und der Pico 4 Auflösung und diesem Spiel hier insbesondere recht schwierig. Jetzt kommt auch noch die grafikanspruchsvollsten Szenen in dem ganzen Spiel. Wenn ihr merkt bei Virtual Desktop, dass eure Auflösung, euer Bild ein bisschen dunkel ist, zum Beispiel ist diese Tür hier für mich relativ dunkel, dann könnt ihr das auch bei Virtual Desktop, ihr seht das jetzt nicht, aber hier unter dem Tab Settings, unter Streaming könnt ihr das Gamma ein wenig hochstellen. Ich mache das jetzt mal auf 1,10 und damit wird das Bild ein wenig heller. Könnt es natürlich noch heller machen, aber ja, gehen wir mal rein. Da wären wir in der Taverne der Götter. Und eine grafisch sehr anspruchsvolle Szene, aber durchaus interessant und spaßig. Ja. Was will er jetzt von mir? Tagebuch. Aegis Halle. Jetzt habe ich hier eine Quest, die ich erledigen kann. Wir verfolgen die Quest mal. Wenn wir unsere Controller hier nach vorne halten. X. So. Also ihr seht hier, ich habe die Oculus Controller, ist natürlich ein Oculus reines Spiel, aber die werden super getrackt, meiner Meinung nach. Also hier funktioniert alles. Auch Touch funktioniert. Ihr seht hier, der Stick leuchtet auch auf, obwohl ich ihn nur gerade so berühre. Das ist echt cool. Hinten auch die Sticks. Nur ich glaube, die werden, glaube ich, gar nicht erkannt. Die Trigger, nicht die Trigger, der Grip-Button, aber ich glaube, der hat
der bei Oculus Touch? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall, ihr seht es hier, der Finger bewegt sich. Das funktioniert auf jeden Fall. Das wird übernommen. Moin Loki. Ja genau, das wollte ich euch einfach zeigen, wie einfach und funktionabel es doch ist, Oculus-Spiele mit eurer Pico 4 dank Virtual Desktop zu spielen. Mit anderen Methoden funktioniert das nicht so gut. Ich kann zum Beispiel mit meiner Pico 3 Link die Sachen nicht spielen, weil die normalerweise dafür vorgesehene Software Revive einfach zu veraltet ist, nicht mehr kompatibel mit der Pico 3 Link ist und da bleibt das Ganze leider verwehrt. Aber dank Virtual Desktop ist das möglich. Aber ihr habt dann wie immer eben ein paar Streaming-Probleme. Die Leistung ist dadurch viel, viel schlechter. Also ihr müsst schon einen potenten Rechner haben. Trotz 3080 Ti bin ich hier in dieser aufwendigen Szene, wo einfach viel los ist. Bei 70 FPS von vorgesehenen 190. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist, läuft stabil und ist auf jeden Fall sehr einfach umzusetzen. Ihr braucht keine zusätzliche Software. Ihr müsst einfach nur dafür sorgen, dass ihr eure Oculus-Spiele installiert habt. Und darauf esse ich hier diesen Apfel. Jo. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.